Einer, der es mit seiner Kreativität von Kassel nach Kalifornien geschafft hat, ist Chris Hülsbeck. Der Komponist sorgte schon für den richtigen Sound am C64 und ist sich und seiner Leidenschaft treu geblieben. Mit großem Erfolg komponiert er Musik mit virtuellen und realen Orchestern für Computerspiele. Und wir haben ihn besucht. Nach Japan ist San Francisco eines der wichtigsten Zentren für Videospieleproduktionen. Eine Viertelstunde nördlich von der Golden Gate Bridge hat Factor 5 seine Studios, ein von 5 Deutschen ursprünglich in Köln gegründetes Unternehmen für Videogames und Computersoftware. Chris Hülsbeck auf dem Weg zur Arbeit. Der aus Kassel stammende Spielekomponist ist Music Director bei Factor 5. Spielefans kennen ihn. Als er noch in Deutschland lebte, schrieb er einige der bekanntesten Melodien für den Commodore 64 und Amiga, unter anderem für The Great Giana Sisters und die Turrican-Reihe. Seit 10 Jahren lebt und arbeitet er hier in San Rafael, Kalifornien. Game-Musik zu schreiben ist ein kreativer, aber gleichzeitig auch sehr technischer Prozess. Gerade diese Verquickung von Hightech und Kunst fasziniert Hülsbeck. Schon als Teenager tüftelte er mit Musik und Technik, komponierte und schrieb von Anfang an seine eigene Software. Also als Inhouse-Komponist habe ich natürlich den Vorteil, dass ich wirklich die ganze Zeit bei der Spieleentwicklung dabei bin. Ich kann also von den ersten Konzepten an bis zu den ersten Demos kann ich ja alles sehen. Und es gibt also Storyboards, Skizzen und Artwork, die man sich also schon angucken kann. Und da kommen mir dann meistens die ersten Ideen musikalisch. Meistens denken wir nicht darüber nach, aber es sind vor allem die Musik und auch die Soundeffekte, die den Spieler emotional am meisten ansprechen, ihn durch die Handlung der virtuellen Abenteuerwelten führen und seine Entscheidungen für den Spielverlauf beeinflussen. Eine weitere Szene aus dem Spiel Leer. Erst wenn alle Schiffe versenkt sind, kommt der Spieler voran in der Handlung. So, jetzt kommt man in den nächsten Teil der Story. Und die Musik soll sich natürlich auch anpassen. Das ist dann auch die Aufgabe von mir als Music Director, das möglich zu machen. Jeder Dialog und jede Action-Szene soll auch musikalisch reagieren. Eine komplexe Aufgabe, die mit dem Komponieren für Spielfilme viel gemeinsam hat. In den USA gilt Chris Hülsbeck mittlerweile als der Hans Zimmer der Game-Musik. Die Videospielindustrie hat sich wirklich in den letzten Jahren ziemlich stark an Hollywood angenähert. Also von den Produktionsmöglichkeiten her, von den Budgets, steht es inzwischen einer Hollywood-Produktion kaum noch nach. Und da kommt natürlich auch Orchesterproduktion mit ins Spiel. In San Francisco traf Hülsbeck vor 2 Jahren den Kaffeehausbesitzer und Spielekonzertpromoter Jason Michael Paul. Der war von der Musik des Deutschen so begeistert, dass er heute regelmäßig Stücke von Hülsbeck in seiner Serie Play a Video Game Symphony spielt. Eine besondere Ehre für Chris Hülsbeck. Ich habe ihn in eine Reihe von meinen Shows integriert. Er ist ein sehr interessanter Bursche, ein sehr populärer Videospielekomponist. Und er hat eine ganze Menge vorzuweisen. Während noch vor wenigen Jahren kaum jemand unter 35 in ein philharmonisches Konzert ging, lockt die Spielemusik überwiegend junge Zuhörer an. Sie bilden fast immer ein enthusiastisches und fachkundiges Publikum. Kein Wunder, schließlich kennen sie die Stücke in- und auswendig. Also da war die Resonanz auch ziemlich gut von den Orchestern und von den Orchestermanagern, die auf einmal gesehen haben, dass es ein völlig neues Publikum gibt, die da halt in den Konzertsaal kommen und sich eben ein Orchester anhören.
Und das ist auf jeden Fall eine super positive Entwicklung, auch für die Orchester. Und Chris Hülsbeck wird auch in Zukunft noch viele kreative Einfälle für Computerspiele und Orchester liefern. Ja, wir sind gespannt. Und was die